Hallo und guten Tag. Heute gibt es kein Video vom Comersee. Ich möchte die fantastische Region Apulien, Puglia, vorstellen. Und wer sich dafür interessiert, der bleibe bitte dran. Apulien bildet den Absatz des italienischen Stiefels. Diese Region umfasst eine 800 Kilometer lange Küste, die auf 2 Meere verteilt ist, nämlich das Ionische Meer einerseits und die Adria andererseits. Auf unserer Fahrt nach Apulien haben wir in Termoli Station gemacht. Die pittoreske Altstadt von Termoli liegt auf einer Landzunge, die von einer Stadtmauer umgeben ist und mit ihrer Spitze ins Meer ragt. Im Zentrum der Altstadt befindet sich die im apulisch-romantischen Stil erbaute sehenswerte Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert. Unsere Unterkunft bezeichnete sich als Albergo diffuso, also weitläufig bzw. verbreitet. Das bedeutet, die einzelnen Zimmer waren nicht in einem zentralen Gebäude, sondern in verschiedenen Häusern über die Altstadt verteilt untergebracht. Ein interessantes Konzept, das die teilweise verlassene Altstadt wieder beleben soll. Zentral war lediglich der Empfang und der Frühstücksraum. Unser Zielort war Ostuni. Die Stadt liegt etwa 10 Kilometer vom Meer entfernt und wird auch die Weiße Stadt genannt, weil alle Häuser weiß getüncht sind. In der beeindruckenden und auf einem Hügel liegenden Altstadt trifft man auf enge, von Bögen überspannte Gassen mit unübersichtlich ineinander verschachtelten Häusern. Oben auf dem Hügel trifft man auf die fantastische Kathedrale Santa Maria Assunta aus dem 15. Jahrhundert. Auf dem der Kirche vorgelagerten Platz befindet sich der Bischofspalast aus dem 16. Jahrhundert, der mit dem Priesterseminar durch die sehenswerte Brücke Scoppa von 1750 verbunden ist. Eine absolut fantastische Sehenswürdigkeit ist das gut erhaltene Castel del Monte, das zum UNESCO-Welterbe gehört. Diese auf einem Hügel liegende Burg wurde vom Stauferkaiser Friedrich II. In den Jahren 1240 bis 1250 errichtet. Der Grundriss der Burg ist achteckig und an jeder der 8 Ecken befindet sich ein achteckiger Turm. Aufgrund fehlender Information einerseits und der auffallenden Architektur andererseits wurde viel über die Funktion der Burg gerätselt. Die Burg sollte auf jeden Fall besichtigt werden. Auf einem Rundgang durch die zahlreichen Räume erhält man einen guten Eindruck dieses imposanten Gebäudes. Der Innenhof gibt den Blick frei auf die fantastische achteckige Bauweise. Ein besonderer Anziehungspunkt in Apulien ist die Stadt Alberobello, wo ein ganzer Stadtteil aus den Trulli besteht. Er gehört seit 1996 zum UNESCO-Welterbe. Die Bauweise der Trulli kam vermutlich aus der Türkei. Bereits Ende des 16. Jahrhunderts sollen die ersten Trulli in Alberobello entstanden sein. Sie sind meist rund, weiß gestrichen, mit den charakteristischen Kegeldächern aus Kalksteinplatten, die ohne Mörtel aufeinander geschichtet sind. Es herrscht schon eine etwas besondere Atmosphäre, wenn man durch die Gassen zwischen den Häusern mit den Zipfelmützen spazieren geht. Apulien beeindruckt durch weite Olivenhaine. Über 50% des in Italien produzierten Olivenöls kommt aus Apulien. Zusammen mit der Region Kalabrien und Sizilien sind das rund 80% der italienischen Olivenölproduktion. Eine sehr schöne und sehenswerte Stadt ist Monopoli an der Adria, die absolut nichts mit dem beliebten Gesellschaftsspiel zu tun hat. Die Altstadt und der malerische Fischereihafen sind die Höhepunkte einer Besichtigungstour. Während der Herrschaft der Spanier in Italien von 1530 bis 1700 wurde Monopoli sehr stark befestigt.
Für den Bau der gewaltigen Festungsanlage im 16. Jahrhundert war Karl V. als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und als König von Spanien verantwortlich. Sie wurde als Verteidigungsburg gegen türkische Invasoren errichtet und 1552 fertiggestellt. Wer in Apulien unterwegs ist, sollte auf alle Fälle einen Besuch in Otranto einplanen. Diese Stadt liegt am äußersten Zipfel des italienischen Stiefelabsatzes und gilt als östlichste Stadt Italiens. Neben einer fantastischen Altstadt und einer schönen Uferpromenade bestimmt das Castello di Otranto das Bild der Stadt. Die Burg entstand im 10. Jahrhundert und bildete einen wichtigen Brückenkopf nach Osten hin. Die Burg wurde mehrmals zerstört und immer wieder aufgebaut. Das heutige Aussehen ist aus der Zeit der spanischen Herrschaft im 16. Jahrhundert. Es gibt noch viele weitere interessante Dinge in Apulien zu entdecken. Die Region ist in jedem Falle eine Reise wert. Hier trifft Geschichte auf landschaftliche Schönheit. Wunderschöne alte Städte, fantastische Burgen und bewundernswerte Kirchenbauten, dazu die Weite des Meeres. Alles das steht für die fantastische Region Apulien.